Heute zeige ich dir, wie du Wachstücher ganz einfach selber machen kannst. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal wird dir gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Allerdings, heute weiß ich tatsächlich mal, was ich tue. Und zwar möchte ich heute Bienenwachstücher mit dir machen. Bienenwachstücher sind eine ganz, ganz tolle Ergänzung für die Küche. Gerade um angefangene Lebensmittel aufzubewahren, einzuschlagen. Aus meiner Sicht fast unerlässlich. Ich gebe Freunden in Bienenwachstüchern eingeschlagene Lebensmittel gerne mit, wenn wir einen gemeinsamen Abend hatten und was übrig geblieben ist. Allerdings kriege ich meine Tücher dann nie wieder. Deswegen, manche wissen es schon, habe ich mir diesen Stoff drucken lassen. Das Motiv ist von mir entworfen und das wollte ich gern auf Stoff haben. Und das habe ich mir bestellt. Und daraus habe ich jetzt Bienenwachstücher gemacht. Bienenwachstücher sind auch ein ganz, ganz tolles Resteprojekt. Du brauchst auf jeden Fall Webware und sie sollte Ökotex 100 zertifiziert und vorgewaschen sein. Warum? Einfach um mögliche Kontamination sozusagen rauszuwaschen. Man weiß ja nie, wer das so alles in der Hand hatte. Und natürlich auch beim Färben von Stoff ist meistens ein Überschuss drauf. Deswegen einmal vorwaschen und dann kann man das wunderbar verwenden. Webware natürlich, kein Elastananteil und Ökotex 100 zertifiziert, auch klar, weil es natürlich genauso wie das Vorwaschen mit Lebensmitteln in Berührung kommt und wir einfach keine Schadstoffe da dran haben wollen. Du brauchst Bienenwachs, auf jeden Fall. Ohne Bienenwachs geht gar nichts. Bitte, bitte benutze hier kein Paraffinwachs oder anderes Kerzenwachs. Das Ganze kommt an Lebensmittel und deswegen sollte es ausschließlich Bienenwachs sein. Du brauchst ein Gefäß, wo du das Ganze warm machen kannst, einen Pinsel und natürlich eine Herdplatte und ein Backblech mit Backpapier und einen zweiten Streifen Backpapier dann später noch. Wenn dir übrigens mein Motiv gut gefällt, ich fand es halt super, weil im Sommer trifft man sich viel mit Freunden und das ist halt freshes Motiv. Wenn du da auch Freude dran hast an so einem Motiv, dann schau gerne mal auf meinem Online-Shop vorbei. Da bekommst du nicht nur Stoffe mit diesem Motiv und anderen Motiven, alle von mir designt, sondern du kannst dir auch ein Wachstuchset komplett bestellen. Da sind dann schon 5 zugeschnittene Tücher drin, Bienenwachsplatten und ein Pinsel mit Naturborsten. Oh, hier ist eine Fliege. Das heißt, da hast du schon alles drin und kannst direkt loslegen. Der Stoff ist Ökotex 100 zertifiziert, wird in der EU bedruckt, ist von mir vorgewaschen und zugeschnitten. Also auspacken und loslegen. Und wie das jetzt geht, das machen wir jetzt zusammen. Du brauchst deine Baumwolltücher, Bienenwachsplatten, einen Topf, einen Pinsel, eine Herdplatte, ein Backblech und 2 Stück Backpapier und natürlich einen Backofen. Als erstes kannst du die Bienenwachsplatten in Stücke reißen, das geht super easy, und in deinen Topf geben und bei ganz kleiner Temperatur langsam schmelzen. Da kann man auch ab und zu durchrühren, bis dann das komplette Bienenwachs flüssig ist. Wenn das Wachs flüssig ist, legst du dein Tuch auf das Backpapier und bepinselst das mit dem Bienenwachs, so dass das auf einer Seite schön bedeckt ist. Dann kannst du das Ganze umdrehen und dann sieht man schon, dass da noch Stellen frei sind und da einfach auch nochmal dünn drüber gehen. Wundert euch bitte nicht über meinen ramponierten Pinsel. Wenn ihr ein Set bestellt, bekommt ihr natürlich einen neuen, aber das sind ja nicht meine ersten Bienenwachstücher. Das ist mein Bienenwachspinsel und der sieht schon mitgenommen aus inzwischen. Und so gehst du jetzt für jedes Tuch vor. Wenn du das aufgetragen hast, kannst du das 30 Sekunden ungefähr antrocknen lassen. Das geht relativ schnell. Und dann auch auf einen Tisch legen, da klebt auch nichts fest. Und jetzt gehen wir damit in die Küche. Sorry für die Bildqualität, da war das Licht nicht ganz so gut. Ich habe jetzt ein fertiges abgenommen und ein neues auf das Backpapier gelegt. Sprich eins, das ich zwar schon bepinselt, aber noch nicht im Ofen hatte. Das, was ich im Ofen habe, kann ich dann rausnehmen, das Backpapier abziehen, das neue drauflegen und rein in den Ofen. Je nach Ofen braucht ihr so 100 bis 130 Grad, am besten Umluft. Und da dauert das so 1 bis 2 Minuten. Da schmilzt dann das Bienenwachs nochmal gleichmäßig und wird von dem Tuch komplett aufgesogen. Und wenn das ein wenig abgekühlt ist auf dem Backpapier, aber noch nicht ganz ausgekühlt ist, noch nicht ganz hart,
könnt ihr das abziehen und auch schon auf das vorherige Wachstuch legen. Da klebt auch nichts zusammen. Und so geht man jetzt nach und nach für jedes Wachstuch vor, oder wenn mehr als eins aufs Backpapier passt, natürlich auch 2 oder 3 auf einmal, bis man alle Wachstücher einmal quasi komplett eingeschmolzen hat. Das kriegt dann so eine richtig schöne Oberfläche. Meine Wachstücher sind jetzt fertig und ausgekühlt und ich muss hier noch Salat einpacken. Also nehme ich mir ein groß genuges Wachstuch und biege das um die Schüssel. Wenn ich da 2, 3 Mal mit der Hand dran gehe, dann wird das warm und dann lässt sich das perfekt um jedes Objekt rumbiegen. Genauso gut kannst du da drin aber auch Lebensmittel direkt einschlagen. Ja, und so kann das jetzt in den Kühlschrank. So, ich hoffe, du hattest Spaß auch mal mit diesem kurzen Video. Ich finde, das ist ein super, super toller Küchenhelfer. Ich liebe meine Wachstücher und wie gesagt, bis auf ein paar ganz kleine ist überhaupt nichts mehr da, weil ich die immer nicht wiederbekomme. Auf die hier werde ich ein wenig mehr ein Auge haben, einfach weil das mein Motiv ist und ich mir die extra habe drucken lassen. Und falls du jetzt Lust hast, das nachzumachen, bitte ich dich nochmal, achte darauf, dass es Oeko-Tex 100 zertifizierte Webware ist, dass du sie vorwäschst und dass du Bienenwachsplatten benutzt. Wenn du sagst, ich will mir da gar keinen Kopf machen, ich will einfach loslegen, dann würde ich mich freuen, wenn du in meinem Shop vorbeischaust und dieses oder ein anderes Motiv für dich findest und daraus tolle Wachstücher machst. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Live. Mal gucken, was ansteht. Bleibt kreativ. Bis dahin. Tschüss.